Guten Morgen und herzlich willkommen zur Stellplatzvorstellung vom Cheraco Camper Park. Der Cheraco Camper Park hat 3 Sterne. Woher die kommen, weiß ich auch nicht. In unseren Augen kann der mindestens 4 vertragen. Der Cheraco Camper Park liegt zwischen Valencia und Denia, beziehungsweise Gandia. Wir liegen hier 14 Kilometer ungefähr vor Gandia. Es sind ungefähr 500 Meter bis zum Strand, die man zu Fuß in ein paar Minuten oder auch mit dem Rad natürlich sehr gut erreichen kann. Auch mit dem Fahrrad gibt es eine schöne Tour über Google Navigation nach Gandia rein. Man fährt hier mitten durch die Orangenplantagen und dieser Duft, der begleitet einen natürlich dann die ganze Zeit. Ja, wir haben jetzt hier den Eingangsbereich. Hier haben wir die Schranke und ihr seht schon, es sieht alles sehr, sehr gepflegt aus. Das ist es auch. Also die Parzellen sind abgeteilt durch kleine Hecken, überall stehen Palmen. Die Parzellengrößen variieren, also es gibt hier kleine Parzellen, ja, Kastenwagen oder eben auch größere. Alle sind ausgestattet mit Strom, ich glaube bis 16 Ampere abgesichert. Wir haben uns für einen Platz ohne Strom entschieden, den zeige ich euch gleich auch mal. Und der kostet jetzt in der Vorsaison 12,50 €. Und ich muss immer noch mal darauf hinweisen, wir sind auf einem Stellplatz und nicht auf einem Campingplatz. So, und hier haben wir den Eingangsbereich mit der Rezeption. Die Leute sind alle sehr, sehr freundlich hier. Gehen mal kurz rein. Ja, ja. Da ist die Rezeption. Hola. Ja, alle sehr freundlich. Dann haben wir hier eine kleine Boutique, Merchandise-Artikel, vom T-Shirt über Poloshirt, Jacken, Bademäntel, Kappen, alles vorhanden. Und hier geht es dann auch durch, wo man dann direkt wieder auch nach draußen kommt. So, und rechts herum kommen wir zu den Sanitärgebäuden. Die Sanitäreinrichtungen sind auch äußerst sauber und gepflegt. So gepflegt, wie die Camper das auch immer hinterlassen. Aber großzügige Toiletten. Ja, Waschbecken, große Spiegel. Mit Steckdosen auch zum Rasieren. Alles vorhanden. Die Wände sind gefliest, alles sehr, sehr sauber. Wird hier mehrmals am Tag gereinigt. Und hier rechts um die Ecke haben wir dann auch noch die Duschen. Ja, hier kommen wir in die Duschen. Auch alles super sauber. Die Duschen sind großzügig angelegt. Alles schön gefliest mit Mosaiken. In der Dusche gibt es Ablagekörbchen und Haken hinter der Tür. Eine Kopfbrause, die auch nicht rausschießt, sondern angenehm zu duschen ist und unbegrenzt warmes Wasser. Hinter der Rezeption gibt es dann auch noch einen Bereich, natürlich mit Waschmaschinen. Oh ja, hier auch nochmal zum Spülen die Becken. Auch alles sehr sauber. Dann haben wir hier ja, eine kleine Bibliothek, einige Bücher, die hinterlassen werden. Die normalen Becken für die Handwäsche. Auch, ja, sie sehen alle sehr neu aus, nichts abgeschabt. Es gibt ein Bügelbrett, wenn einer noch sein Hemd bügeln muss. Und 3 Waschmaschinen und Trockner, die mit Münze bedient werden. Waschmaschine 4 €, ich glaube Trockner 3 €. Also auch alles in Ordnung. An der Rezeption lassen sich auch diese Roller mieten, die einen sehr guten Eindruck machen. 20 € pro Tag. Da kann man auch nicht meckern und man kann dann den Radius hier vielleicht doch mal ein bisschen erweitern.
wenn man denn die Gegend erkunden will. Ja, vor der Einfahrt, vor dem Tor, haben wir die Fähr- und Entsorgung. Ablass für Grauwasser, Schlauch für Trinkwasser und auch in gebührendem Abstand dazu Entleerung der Chemietoilette. Und hier wird gerade noch an der Verschönerung der Fassade gearbeitet. So, es gibt hier auch eine Küche und eine Bar. Eine Spezialität ist wohl hier dieses gegrillte Hähnchen, Pollo Asado, was man hier vorbestellen kann, 2 Stunden vorher, weil so lange braucht ja auch ein Hähnchen auf dem Grill. So, dann gibt es hier eine kleine Bar. Wo alles an Getränken, man kann Tapas bekommen, kleine Gerichte, Pizzen, ich kann mir auch ein Entrecot bestellen. Da hinten ist ein geschlossener Restaurantbereich, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Und ja, das absolute Highlight, wie gesagt, ist einfach der Pool. Und alle Pflanzen, die hier stehen, sind echt. Ja, also nochmal Betonung auf Stellplatz, nicht Campingplatz. Also klasse hier einfach. Echt idyllisch. Ich glaube, hier kann man entspannen. Hier sind wir auf der Dachterrasse, von der man aus einen weiten Blick übers Land hat. Wunderbar auf die Berge. Hier der Camperplatz ist ja eingebettet in so eine Orangenplantage. Und ja, dann sieht man hier links kommt Cheraco, der kleine Ort, der jetzt nicht so viel zu bieten hat, überwiegend Wohnhäuser. Aber in 500 Meter Entfernung ist der Strand bzw. auch schon ein Spar zum Einkaufen. Das ist quasi hier der Blick vom Aussichtsturm über den Platz. Der Platz ist außerordentlich gepflegt, wunderbar besetzt mit Palmen, also einfach klasse angelegt. Und von hier oben aus kommt man dann nochmal auf eine kleine Dachterrasse, die hier liegt. Und von hier aus hat man dann einen ganz tollen Blick auch auf den Pool. Der ist in meinen Augen natürlich das Highlight hier auf dem Platz. Einfach auch wieder sehr schön angelegt und total sauber. Ganz neue Liegen, wie man sieht. Von den Liegen hier hat man einen, wie ihr seht, fantastischen Ausblick auf die Berge. Oh, ist einfach traumhaft, kann ich nur sagen. Und wir haben spontan verlängert. Ja, hier ist der geschlossenere Sitzbereich, wenn es draußen mal zu windig ist. Trotzdem auch von hier hat man grandiose Ausblicke. Große Fensterscheiben. Alles sehr, sehr ordentlich. An den Palmen sind oben kleine Solarlichter befestigt, die abends ein sehr schön gedämpftes Licht hier geben. Die sind aber auch mit einem Bewegungssensor ausgestattet, sodass, wenn man jetzt hier im Dunkeln wirklich zur Toilette geht, dann springt das Licht jeweils nochmal an. Ja, hier mitten auf dem Platz
Ist auch nochmal Entsorgung für Chemie-WC, etwas ungewöhnlich. Man füllt in einen großen Tank ab, der dann irgendwann geleert wird, wenn er voll ist. Ja, und dass der Platz für alle Wohnmobilgrößen geeignet ist, seht ihr jetzt hier an dem Bus. Dann wird es natürlich eng, aber gut, wer es mag. Ja, und hier im hinteren Bereich des Platzes haben wir unseren Stellplatz gefunden. Auch mit Blick auf die Berge und direkt an der Orangenplantage, einfach klasse. Ja, und der Stellplatz ist groß genug. Wir können die Markise voll ausfahren. Wir haben noch Platz für unsere Räder dahinter. Also alles okay. Und sehr, sehr ruhig. So, ich hoffe, die kleine Stellplatzreportage hat euch gefallen und die Informationen waren ausreichend für euch, beziehungsweise gut. Was ich vielleicht noch vergessen habe, man kann hier auf dem Stellplatz auch die Gasflasche tauschen und jeder Platz hat auch einen eigenen Frischwasseranschluss. Auch nicht unwichtig. Ja, und ansonsten haben wir uns hier sehr wohl gefühlt, aber dazu mehr in unserem Hauptvideo. Das, wie gesagt, war einfach nur die Stellplatzreportage. Und die mache ich ja auch nicht über jeden Stellplatz, sondern nur da, wo es uns besonders gut gefallen hat. Ja, begleitet uns weiter und ihr werdet sehen, was sonst noch auf euch zukommt und auf uns. Also bis dahin. Ciao.